Skateboardfahren muss irgendwie aus der Mode gekommen sein. Und man sieht im Stadtbild überhaupt keine Skateboardfahrer mehr. Die Skateparks sind leer. Und das absolut sicherste Indiz dafür, dass Skateboardfahren total Audio ist: Activision und Electronic Arts produzieren keine Skateboard-Spiele mehr. Sollte einem eigentlich alles sagen. Tut's aber nicht jedem, weswegen wir diesen Blindback haben. Trick Power. Skateboard und Skatekarte. Was ist eine Skatekarte? Ich habe keine Ahnung. Ich befürchte eine Trainingcard. Kommt aus Italien von Giochi Preziosi und enthält Skateboards aus der Serie Animal Gang Monster Crew, Ninja Squad. Ja, Dragons, Insektor und natürlich Pirates, weil ohne Piraten wären die Ninjas ja nicht komplett. Ist nicht für Kinder unter 3 Jahren, aber das war ja schon klar. Was auch gefährlich ist: Verletzungsgefahr durch funktionelle scharfe Kanten und Spitzen. Das bedeutet vermutlich, dass die Chinesen in der Fabrik das Ganze nicht richtig abgeschliffen haben, nachdem sie es gegossen haben. Was anderes kann ich mir darunter nicht vorstellen. Und Kunststoffteile und Schnüre gehören nicht zum Artikel. Da bin ich aber beruhigt. War das hier die Frage? Bei einem Skateboard? Schnüre? Wollen wir mal reingucken, was denn dann zum Artikel gehört. Oh, ich sehe, es hat eine Öffnung. Aha! Tada! Das ist wohl das Skateboard. Okay. Wicked Wasp. Ja, ich muss sagen, das hätte schlichter sein können, oder? Das ist richtig verschraubt. Hat dieses typische Rutschstoppzeug oben drauf, wie ein Skateboard so hat. Einigermaßen attraktives Design. Feste Rollen, die wirklich aussehen wie Replika von echten Skateboard-Achsen. Och, das könnte schlimmer sein. Also, wer immer schon ein Skateboard für seine Hände haben wollte und so tun wollte, als ob er Tony Hawk ist und damit durch die Gegend tricken wollte, was man gar nicht richtig kann, aber hey, bitteschön. More power to you. Was haben wir sonst noch? 48 verschiedene gibt es. Das ist ja schön. Die sehen eigentlich alle ganz brauchbar aus, muss ich mal sagen. Habe ich denen Unrecht getan? Ich meine, abgesehen vom fragwürdigen Nutzen dieser Geschichten ist es zumindest technisch recht brauchbar. Enthält übrigens doch Plastikteile. So viel dazu. Aber ja, naja, das übliche Kartenspiel und Zubehör. Großartig. Inklusive einer Rampe. Ja, die habe ich natürlich nirgendwo gesehen. Ist aber auch egal. So wird mit den Skatekarten gespielt. 2 bis 6 Spieler. Jeder Spieler legt seine Karten zu einem Stapel aufeinander. Es wird mit verdeckten Karten gespielt. Verdeckten Karten gespielt? Wie soll das gehen? Naja, man sieht ziemlich genau, welche Karten was sind, oder? Quatsch. Um ehrlich zu sein, ich denke, man braucht ein ganzes Display von diesen Dingern, um überhaupt das spielen zu können. Aber das ist wahrscheinlich auch das, was gewollt war, ne? Ja. Also, Trick Power. Kann man kaufen. Muss man aber nicht. Aber Skateboard-Fans, wenn es dann noch 2 gibt in dieser Welt, werden es lieben. Danke fürs Zusehen. Tschüss.